Coming up. Urwald. Esel. Und Wartezeiten. Wie immer mit unserem Gaststar, dem Kettwiesel. Hallo Welt, wir sind Bettina und Rolf, ein Paar aus der Schweiz. Wir sind auf einem grossen Roadtrip durch Europa. Wir sind unterwegs mit unserem VW-Bus T3, der den Namen Kettwiesel trägt. Komm mit auf unsere Reise, es wird ein Abenteuer. Schnall dich an, es geht los! Herzlich willkommen zurück in der Provence. Wie ihr seht, wird es gebirgig. Viel Stein und ein paar Büsche. Wir nähern uns Les Baux. Was sieht man da, Mrs. Kettwiesel? Lavendel. Für das ist, glaube ich, Provence recht bekannt, für die blühenden Lavendelfelder. Ja, ich glaube, ganze Felder. Aber blüht noch nicht, wir sind noch zu früh. Ja, Felder haben wir vorher schon mal gesehen. Aber auch dort ganz kurz geschoren. Und noch nicht wirklich am Stängeln und noch keine Farbe natürlich, außer grün. Schön, recht touristisch. Aber doch noch recht beeindruckend insgesamt. Schön Städtchen, ja. Schönes Städtchen. Schöne Aussicht. Viele Leute. Mrs. Kettwiesel ist etwas Süßes geholt, aber ich glaube, sie bringt Kaffee. Immer noch auch Aber etwas Süßes habe ich schon. Sieht schön aus. Kettwiesel Crew macht gerade einen Stehlunch. Einen guten. Und wir haben sogar noch Kaffeetisch. Gut, gell? Also Kettwiesel Crew sieht hier den Kopf. In der Carrière de Lumière, einem alten Bergwerk, werden heute Multimedia-Shows gezeigt.
Heute haben wir eine Premiere. Etwas, was wir das erste Mal machen auf dieser Reise. Nämlich die Sonnenstoren rauslassen. Sieht doch gut aus, oder? Jetzt so Leben im Bus, Teil 29. Heute habe ich eine schwierige Aufgabe in der Küche. Ihr wisst was. Austern aufmachen. Übrigens gibt es Austern in Frankreich, nicht nur aus dem Atlantik, sondern auch aus der Camargue. Und das sind jetzt sonnige aus der Camargue. Nummer 1 ist parat. So, ein Teller, ein halbes Dutzend wäre jetzt also schon mal gemacht. Tun wir doch hier noch ein bisschen Zitrone drauf. Und sieht doch das schon recht schön aus. Wir essen das so vielleicht einmal pro Jahr, wenn es hochkommt im Schnitt. Und jedes Mal, wenn wir sie selber machen, dann sage ich mir zu mir selber, wieso habe ich mir das eigentlich angetan? Es gibt ganz viele Restaurants, die das perfekt können und einem super schön anrichten. Aber wir müssen es immer wieder ausprobieren. Ja, ist uns eigentlich nicht zu helfen. Und dann ist es eben so, dass man im Restaurant ist und nachher mag Mr. Kettwiesel gar keine Vorspeise und dann gibt es halt nur Moulin Frites und keine Austern zur Vorspeise und darum müssen wir jetzt halt gleich wieder selber aufmachen. Ein gutes Miteinander. Mr. Kettwiesel hat eine schöne Wanderung ausgesucht. Von mir kommt er 6 von 5 Sternen über. Schon schön hier. Steil. Bisschen. Wir sind, glaube ich, im Urwald gelandet hier. Mittag im Wald. In Saint-Rémy de Provence hat am 1. Mai
einen ganz lustigen Umzug stattgefunden. Mit Geiselklöpfer und mit vielen Eseln. Langsam geht unsere schöne Zeit in der Provence aber zu Ende. Manchmal dauert sie aber ein bisschen länger. Ja, sitz rein. Sitz rein. Nach einer wunderschönen Woche hier in Saint-Rémy-de-Provence geht es heute weiter. Langsam Richtung Norden, langsam Richtung Heimat. Es war recht anstrengend, alles wieder einzupuffen irgendwie, ich sag's euch. Aber jetzt hat, glaube ich, alles wieder irgendwo ein Plätzchen gefunden im grossen Buch von Kettwiesel. Und darum würde ich sagen, los geht's! Ja, dann schauen wir mal, ob wir noch fahren können. Ui! Da sind wir schon lange, der Motor ist schon lange nicht mehr gelaufen. Nur noch schnell Wasser ablassen. Ja, komm mal. Pflanzen noch Wasser geben, auch das ist wichtig. Grassman mit Kurzhaarfrisur. Magische Bohnen, sehr gross inzwischen. So, wir können weiter. Mrs. Kettwiesel tut noch fleissig entsorgen. Wird entsorgt. Alles tipptopp. Alles schön getrennt, ja. Jawohl, ready. Noch, zwar noch nicht ganz ready. Noch schnell die Route starten und wir fahren mal los. Olivenbäume. Und schon kommen wir zu Leben im Bus, Teil 30. Navigator haben Streit. Wir haben zwei verschiedene Wege und ich habe einen Weg und Mr. Kettwiesel hat einen Weg. Und es macht ganz muff, wenn ich muss schauen und gleich nicht muss schauen, wenn nimmt man gleich nicht den Weg.
Mrs. Kettwiesel, Ja. wo gehst du jetzt durch? Und hier runter müssen wir jetzt. Jawohl. Kommt echt der Mr. Kettwiesel auch runter? Da kommt der runter. Die Frage ist ja wie dreckig das Meer ist. Ich habe hier eine kleine Reklamation. Mrs. Kettwiesel sorgt hier immer für ungeeignetes Schulwerk. Sand und Matsch und Dreck und alles. Wir sind hier in Baume de Venise. So wie es aussieht, ist das ein Teil von Côte-du-Rhône. Und wir meinen, es hat zwar jetzt hier auch Reben, aber vor allem hat es wahrscheinlich Reben hier auf dem Hügel oben, auf einem Plateau oben. Noch ganz jung und klein. Das gibt sicher kleine Weinflaschen. Ja, das gibt sicher nur Zweierli, denke ich. Baume de Venise. Kanal, Wein und Oliven, Bäume. Duftet extrem gut. Hier in diesem wunderschönen Garten machen wir gerade noch eine Lesepause. Wir kommen zu Leben im Bus, Teil 31. Leider haben wir hier gerade einen kleinen Schaden produziert, also ich genau. Ich wollte aufstehen vom Stuhl, habe ein bisschen fest gedrückt und eine Armlehne ist komplett gebrochen. Ha! Warum? Haben wir Werkzeug gebraucht. Geflickt, provisorisch natürlich, mit Gaffa oder so etwas Ähnlichem. Und Holzunterleib. Und Holzstäbli. Unterwegs auf dem Mont Ventoux. Das ist so ein berühmter Berg hier in der Provence, ich glaube 2000 Meter hoch. Der ist eigentlich bekannt dafür, dass da immer Tour de France drüber hingeht und es einen langen Anstieg hat. Und ja, ich wollte unbedingt anschauen und habe jetzt den Mr. Kettwiesel überredet, dass wir da hochgehen. Und ja, jetzt hoffen wir da geht gut, dass da Kettwiesel gut der Uma gefahren ist. Doch, so wie es aussieht, eine rechte Passstrasse. Es hat auch extrem viele Velofahrer, die da drauf fahren. Ja. Mal schauen. Es hat einen guten Gärtner da. So alte Büsche in Form geschnitten. Skifahren kann man da auch im Winter.
so ändern. Langsam nähern wir uns der Baumgrenze. Es wird irgendwie immer wie karger, ganz viel Steine. Wirklich fast wie auf dem Mond. Gipfelselfie! Ich weiß nicht, wie gut dass man es sieht, aber die Bremsen haben recht heiß bekommen. Der Kettwiesel sich kühlen. Armes Kettwiesel. Das war nicht die beste Idee, die mein Kettwiesel je hatte, mit da drauf auf dem Mont Ventoux. Kettwiesel, alles klar bei dir? Nein, es regt mich echt auf. Es geht nur noch 6 Minuten. Es geht schon seit etwa einer halben Stunde, 6 Minuten. Und jetzt kommt auch noch die Feuerwehr. Babibab. Und hinten nachher kommt auch noch etwas Komisches. Es geht einfach nicht vorwärts, es ist ein riesiger Stau da. Geht schon wieder vorwärts. Bevor der Stau fertig ist, müssen wir wahrscheinlich noch. Wir haben gerade herausgefunden, wo all die weißen Wände herkommen. Und Mr. Kettwiesel, willst du einen haben von denen? Nein. Du? Findest du schon, ich finde den immer noch der Beste. Das ist der Beste. Und da unten ist der Train de l'Ardèche. Ob der noch fährt oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, die Frage ist beantwortet, ob da noch ein Zug fährt.
Oh, Mr. Catweasel hat Kaffee gebracht. Wollen wir den? Welche wollen wir den? Es fehlt Leben im Bus, Teil 32. Am wahrscheinlich etwa zweitletzten Abend von unserer Reise haben wir gemerkt, dass wir eigentlich einen recht praktischen kleinen Campingtisch dabei haben. Heizlüfter mit Schneidbrettchen oben dran. Mrs. Catweasel ist gerade im Moment ziemlich ranzig, ehrlich gesagt. Ich habe hier so einen schön aussehenden Salat gekauft. Erstes Ärgernis. Sieht relativ gross aus, wenn man die Verpackung anschaut, wenn man ihn aufmacht, sehr klein. Dann zweites Ärgernis, das habe ich zwar gesehen, das ist gross angeschrieben, keine Gabel dabei. Das blöde Einwegbesteck kann ich ja nachvollziehen aus ökologischen Gründen. Nur, das Einzige, was halbwegs ökologisch ist, ist die Kartonverpackung. Dann Plastik, das einzeln verpackt in Plastik, das einzeln verpackt in Plastik, das auch, ganz viel Plastik, die Sauce. Ja. Und jetzt haben wir jetzt müssen so ökologische Holzkabeln in der Reisverpackung in Plastik kaufen, damit wir das so essen können. Ja. Wir wären vielleicht gescheiter ins Restaurant gegangen. Ja, so, Mrs. Catweasel, es ist ernst. Komisches Gefühl. Komisches Gefühl? Mhm. Ja. Völlig. Letzten Abend, bevor wir wieder daheim werden sein. Wir haben einen sonnigen und vor allem sehr warmen Tag gewünscht. Das ist für unseren letzten Tag unserer Reise. Wir machen hier gerade einen Kaffeehalt vor Neuchâtel. Unter anderem hat man hier eine ganz coole Aussicht auf den Lac de Neuchâtel, den Neuenburger See. Und eben hier hinten, noch spannender, vielleicht sieht man es dort hinten runter, das ist der Creux du Vent. Das ist ein mega imposanter so ein Felskessel. Zirkel. Dort sind wir auch schon mehrmals gewesen, bis aufgewandert. Letzte Etappe. Yes! Okay. Mr. Catweasel. Ciao! Wie ist jetzt deine Laune?
es, glaube ich, einer der wärmsten Tage ausgesucht zum Heimkommen. Auf jeden Fall ist es schon mega heiß hier innen und boah, es ist ein riesen Puff. Es gibt noch viel zu tun. Zum Ausräumen hier. Also weitermachen. So, Zum Wohl. zum Wohl. Wir sind wieder daheim angekommen. Alles ist verräumt. Wir danken euch herzlich, dass ihr die ganze Zeit bei uns dabei gewesen sind. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und ja, keine Angst. Es ist ein Abschied, aber es fängt dann wieder neu an. Bald geht es wieder los. Und wir freuen uns mega. Und ja, wohin? Das verraten wir noch nicht. Nein, nicht weg, weg, weg. Noch nie haben wir gesagt. Also, ciao, bye bye, Prost. Ja, Aber es geht ja weiter. genau. Wir verabschieden uns. Nach 13 Folgen verabschieden wir uns für das erste verabschieden. Keine Angst, es geht nicht lang. Und dann kommt Serie 2. Vielleicht nicht so lang, werden wir aber sehen. Keine Ahnung. Ja, das, was nachher kommt, ist noch völlig offen. Ja. Darum? Vielleicht begleitet uns irgendwann noch ein Hund. Ja, Who knows? Ist alles noch nicht gesprochen. wir wissen es noch Kann man nicht auch genau. rausschneiden. Genau. Auf jeden Fall heisst der Hund keine Lust, wenn es einen Hund gibt. Und wir werden es sehen. Ich würde gerne einen Beagle haben. Mrs. Catweasel möchte einen Beagle. Die sind Ja. ganz knuffig, ich kann sie mal Ja. googlen. Ich erinnere mich da jetzt gerade an einen griechischen Strassenhund, der uns immer angekläfft hat. Und sobald man sich gekehrt hat, hat er aufgehört und war ganz zurückhaltend gewesen. Den hätte ich am liebsten eingepackt, ehrlich gesagt. Ich hatte in Griechenland aber auch einen, den ich am liebsten mitgenommen habe. Das war am letzten Tag, bevor wir auf die Ferien sind, haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt und ich habe dort mein Mätteli ausgerollt, irgendwo am Hafen in der Nähe südlich von Patras. Noch ein Sport getrieben und ist einer gekommen und so hat sich den Kopf schief gemacht. Er hat ein Halsband angehabt. Und Leute, Hunde, die jemandem gehören, nehmen wir natürlich nicht mit. Genau. Aber irgendwann wird Josh schon noch ein Hündchen finden. Also mehr ein Hündchen. Inzwischen bin ich auch so weit und sage ich, der Katzenmensch. Wenn wir schon wenn wir ein bisschen teasern, wohin das es könnte gehen. Ja, Die Richtung. richtig. Es ist nicht Süden. Es ist nicht Süden. Von der Schweiz aus. Sondern Es ist eher Norden. Norden noch. Norden? Norden. Nein, nicht Wahrscheinlich. voll Norden. Nicht voll Norden, aber Aber wahrscheinlich schon Norden. Ziemlich Norden. Ja, lasst euch überraschen. Und? Neugierig? Wie sagt man neugierig? Und wie sagen wir immer an der Zahlstelle? Arrivederci!